Jo Leute, herzlich willkommen. Mein Name ist Kanli. Wir sind hier heute in den Soundstar Studios in München und machen die zweite Folge von Artist Talk. Mein Gast heute ist B.A., der mit seinen Singles Dizzy, Jeden Tag und Ballin' auf jeden Fall schon Welle gemacht hat im Untergrund. Und wir führen heute ein Gespräch und ihr seid am Start. Viel Spaß. Ich stimme mir deine kleine Party on the low-low. Du dachtest, du machst miese Zahlen einfach durch die Promo. Die Jungs, die an den Ecken stehen und Weed pushen. Nimm noch ein paar Züge von dem Sweet Kush. Während ich fliege auf dem Beat und dabei schief guck, fragen sich die ganzen Bitches, wann macht dieser Beat Schluss? Servus. Mic check. Alles gut? Alles gut, wunderbar bei euch? Auch alles cool. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber wir sind am Start. Ich sehe, bei euch ist alles gut hier. Hier ist Auf jeden Fall einiges an Ausstattung hier. die volle Maschinerie Ich weiß nicht mal, ob man aufgefahren. das alles irgendwie auf den Kameras sieht, aber auf jeden Fall ist hier einiges am Start. Studio ist auf jeden Fühlt Fall sich gut an hier. Deluxe. Hast du gut hergefunden? Ja, auf jeden Fall ist ja gleich auch an der U-Bahn. Easy going. Also normalerweise shuttle ich ein bisschen durch die Gegend, aber heute bin ich auch ganz brav mit der U-Bahn gefahren. Und ja, easy. Gleich da, zack, zack, raus. Nicht mal eine Minute. Du weißt es ja. Kandala Like Pommes organisiert. Kandala Like Pommes, ein Big Shoutout an Großes K, an welcher Kamera auch immer hier. Ja, ich habe mir auch Pommes geholt, ja. Klaro, man kommt Nice. hier vorbei, man weiß, es wird ein Interview geben, es wird ein bisschen eine kleine Stärkung auf jeden Fall, muss schon sein. Okay, Digga, dann fangen wir direkt mal an. Wie bist du zu Hip-Hop gekommen? Wie waren deine Anfänge? Wie warst du deine erste Berührung mit Hip-Hop? Also, wenn ich so recht überlege, wenn du sagst, meine erste Begegnung mit Hip-Hop war natürlich sehr früh, weil ich bin der jüngste von 5 Geschwistern. Und da war ich gerade mal vielleicht 3, 4, 5 Jahre alt, also diese Zeit, wo man zum Kindergarten geht und in der Früh hat natürlich mein Bruder oder meine Schwester dann einfach Hip-Hop und den alten Oldschool 90 Songs und so weiter gehört, also richtiger Hip-Hop. Und Wer das zum war mir Beispiel? noch, da war ich so 4, 5 Jahre alt. So wie Public Enemy und all diese Sachen, Ice-T und so. Das war mir natürlich noch ein bisschen zu hart, aber da habe ich schon aufgenommen, diese ganzen Hip-Hop-Sachen. NWA und so. Ja, genau, auch NWA und so Sachen und auch Dark. Hijack für diese Leute, die oldschool sind. Das war für mich, ich war wie gesagt ein kleiner Scheiße, aber die haben das da schon gepumpt. Das meiste war auf Kassette und Platten halt. Und das war so mit 5, sag ich mal. Und dann war ich ziemlich kommerz unterwegs selber. Also ich meine halt, wie man so als Kind ist, so was man halt, da gab es ja MTV und nur das, was im Fernsehen lief. Und somit habe ich das gehört, was im Fernsehen lief. Also eigentlich dann querbeet. Aber ich habe trotzdem natürlich gemerkt, also, dass ich irgendwie so diese Liebe zu diesem ganzen Black Hip-Hop habe und so weiter. Tupac. Und dann kam eben Tupac und so weiter. Dann war ich schon langsam so 12 bis 14. Leider habe ich ihn kennengelernt und da ist er auch schon gestorben. Also eigentlich habe ich ihn durch seinen Tod erst kennengelernt. Dass jeder dann gesagt hat, Tupac ist tot. Und ich habe gesagt, wer ist das überhaupt? Und so, da war ich 10 bis 12, glaube ich, Jahre alt. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau, irgendwie 8 bis 12. Und Tupac hatte seinen Hype dann dadurch, dass er gestorben ist. War genau, dann überall. ging diese Zeit los. Und ja, ich habe dann mit einem Homie, vor allem mit meinem Homie KG, ein Big Shoutout an KG an dieser Stelle, habe ich auf jeden Fall dann angefangen, Texte und so weiter von Drew Hill, also auch R&B kam rein. Also Gesang kam rein, Rap kam rein, aber nur englische Sachen natürlich, weil damals gab es nicht Deutsch Hip-Hop, ich weiß nicht, Deutsch Hip-Hop war da vielleicht schon, wo Sammy Deluxe noch bei, ich glaube, wie hieß es, da war doch bei einer Gruppe, kann das sein? Sammy Deluxe hat seine erste Crew, war Eisfeld Records, glaube ich. Das war von Jan Delay. Irgendwie so gesagt, also Und ich kann mich später hat er erinnern, dass sich ich so dann- ein paar Sachen gehört habe, die okay waren und auch dann eben fantastisch viel und so. Das war dann noch nicht ganz für mich so richtig Rap und Hip-Hop. Deswegen Ja. bin ich da nicht mitgezogen, aber war schon auf der englischen Schiene schon aufgesprungen. Also habe schon eben mit meinem Homie eben viele englische Sachen rausgeschrieben, weil es gab kein Internet richtig. Es gab nicht mal richtig Internet, kannst du dir vorstellen. Also wir mussten wirklich uns die Texte anhören, aufschreiben, nachschauen, was heißt es, ist es richtig oder nicht. Und so haben wir auch Englisch gelernt. Auch CDs kaufen und so. Auch so, ja. Und dann war ich auch schlagartig sehr gut in Englisch in der Schule geworden, von, keine Ahnung, Note 5 oder so, weil es mich nicht interessiert hatte vorher. Bin ich plötzlich auf Einser, nur noch ein Einser-Schüler gewesen in Sachen Englisch. Echt? Nur durch Rappen und so? Nur durch Rappen. Und dann kam auch langsam das Internet. Zeitalter, ehrlich gesagt. Und dann haben wir auch angefangen, uns die Texte aus dem Internet rauszusuchen und einfach alles irgendwie auswendig zu lernen, was nur geht. Und Tupac und Wu-Tang
Wann hast du dann Wu-Tang hier an dieser Stelle. Wann hast du Wu-Tang deine eigenen ersten Songs gemacht? Also wann hast du deine ersten Songs geschrieben? Gesagt, hey, okay, ich nehme die jetzt auf und so. Ja, genau. Also ich hätte selber da noch nicht gedacht, dass ich selber rappen werde. Da habe ich natürlich... Aber ich habe dann schon langsam so Feedbacks bekommen. Die haben gesagt, du kannst voll gut rappen. Ich habe gesagt, ja, aber es sind doch... Also ich dachte, die meinen einfach nur dieses Nachrappen. Aber die haben wohl ein bisschen mehr gehört als ich selber vielleicht. Flow, weil ich, genau, gut. für mich war das so, okay, ich rappe ja nur gut Tupac nach. Oder ich rappe ja nur gut all diese ganzen Rapper nach. Ob Method Man oder alle, die es gab halt. DMX, egal. DMX, egal. Auf jeden Fall, somit war das für mich noch gar nicht so mit Talent verbunden, sondern mit Arbeit, die ich mit meinem Homie eben saß vorm PC und einfach auswendig gelernt habe und so. Aber mit Spaß natürlich. Aber irgendwann mit 18 ungefähr kam es dann dazu, dass ich, also Großes K hat zufällig über mir gewohnt. Das kommt auch noch dazu, stimmt. Wenn ich so recht überlege, hat er mir auch einen Weg oder so, zumindest noch in meiner Fantasie gezeigt, dass ich dachte, boah, irgendwann kann ich auch so wie er einfach ein Rapper selber vielleicht sein. Und weil er hat dann schon wahrscheinlich die ersten Alben rausgebracht und ich habe mitbekommen, dass das schon so mit Xavier Naidoo und die Flame und diese ganzen Agro-Berlin-Leute und so weiter sich langsam getroffen hat, wo dann auch Rap langsam besser wurde, wo ich gesagt habe, okay, mein Also Nachbar so über sehr- mir ist eigentlich schon gut connected, dachte ich mir, mit all diesem ganzen Rest des Deutschlands und eben auch selber war er, wie gesagt, dann schon ein War so der stehender Große aus Rapper, der ja, Hood, er so. war da, er war ein Rapper, war schon für mich immer ein Rapper und dann, das hat uns, glaube ich, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, darüber habe ich nie nachgedacht. Also hat er natürlich mit Einfluss gehabt auf jeden Fall dafür. Und weil in meiner Familie hat weniger jemand Musik gemacht, so sage ich mal. Wir haben alle Talent, habe ich gemerkt. Also ob im Tanzen oder so, weißt du, man hat gemerkt, irgendwie haben wir so, vielleicht ist es so im Kurdischen vielleicht drin, so dass ich, keine Ahnung, vielleicht von den kurdischen Wurzeln haben wir so ein bisschen Rhythmus und ein bisschen Musik und ein bisschen dieses Ganze. Aber ich will es nicht mal darauf schieben. Also wenn ich so bedenke, es gibt brutale natürlich auch ganz normale Künstler, die vielleicht in ihrer Kultur gar nicht so viel Musik haben. Und dann hast du Ja, angefangen, deine ersten Tracks zu machen, irgendwann. Den Genau, ersten Song, und Texte durch geschrieben. ihn, das wollte ich sagen, durch ihn, dass sein Produzent auch in der Nähe gewohnt hatte, hat man sich mal immer wieder mal gegrüßt und so, hi ho und so. Und wie gesagt, es war für mich so, okay, es könnte vielleicht mal möglich sein, mit denen einen Song aufzunehmen oder so. Aber mir war klar, dass ich selber noch keinen Text schreiben kann. Also ich hatte kein Interesse darin, auf Deutsch zu rappen. Und ich hatte auch kein Können, auf Englisch einen Text auf die Reihe zu kriegen. So für mich, dass ich sage, Amerika würde das anhören. Deswegen habe ich einfach nur weiter für mich aus Liebe auf Englisch gerappt und habe die ersten Texte dann angefangen auf Deutsch zu versuchen. Ich glaube, der erste war dann so mehr oder weniger ein Liebessong, weil ich mir dachte, okay, irgendwie habe ich sowas drauf, bisschen so Gedichte oder Liebesbrief oder so zu schreiben. Weil damals musste man Liebesbriefe schreiben und so. Das war nicht so mit SMS und Emojis und so. Da musst du einen Liebesbrief schreiben und dann war ich ein bisschen gut in Aufsätzen und Liebesbriefe schreiben. Und somit hat es echt so begonnen. Hab so einen Liebessong gemacht, der hat voll reingehauen, dann richtig eingeschlagen halt bei den Leuten. Hätte ich nie gedacht. Und den habe ich eben bei Kandala, also Großes K, seinem Produzenten aufgenommen und das war Seswan. So hat sich das ergeben. Und da hatte ich dann den ersten Song, habe ich meinen zweiten, das erste war Liebessong oder so, oder vielleicht auch nicht. Und der andere war eben so ein härterer Straßensong. Und zu der Zeit hat niemand so richtig so in diesem Stil gerappt, so irgendwie, weil das war so, wie gesagt, dieses amerikanische, aber so eher im Deutschen dann. War noch neu, quasi. Deutsch Ziemlich Rap, ein neu, bisschen- ja, so der Rest war noch ziemlich so wie Agro Berlin. Wie gesagt, jetzt aber außer Kandala und seine Jungs, die waren dann schon auch schon so, bisschen haben die Einfluss gehabt vom Amerikanischen natürlich. Ja. Klar, es schaut ja auch so aus, also das bestimmt von, wie gesagt, irgendwie, klar, muss ja von irgendwo. Und du weißt, 90s muss von dort gekommen sein. Also du hast dann quasi die 90s erstmal so vor dich hingerappt, weil du Bock hattest, hast dann die 90s adaptiert und dann später deine ersten Songs aufgenommen bei Genau, die ersten Seswan. 2 Songs bei Seswan und die haben beide eingeschlagen. Dann, damals gab es MSN Messenger so, und dann bist du reingegangen und hast gesehen, was die Leute so hören. Und zufällig war da dann mein Song so 5-mal gerade gleichzeitig am Hören und das war damals schon Highlight für mich. Keine Ahnung, dass in meinem Bekanntenkreis gerade mein Song 5-mal gleichzeitig läuft. Ja, man hat noch gesehen, was die Leute gerade hören. Ja, genau, gell? es war so wie Ja, heutzutage fast wie Spotify oder so für Artists, wo du siehst, so live, jetzt hören gerade 5 Leute deinen Song. Ja, und das war für die Zeit, war das krass, weil es gab einfach ja kaum so, für mich finde ich nicht so in der Hood, in meinem Alter zumindest. Da war ich Ja, es wie war gesagt, aber auch 18. noch nicht so groß, was
Es gab schon ein paar junge Rapper, aber die waren noch jung. Also wir haben immer die eher bei Auftritten und so gesehen, weil es konnte sich auch nicht jeder eine Produktion leisten oder so. Und da ich jetzt mit denen groß geworden war, haben die ein Auge zugedrückt. Sass One, auch an dieser Stelle ein Dankeschön an Sass One. Er hat zu da, wo ich noch jung war und kein Geld hatte, hat er gesagt, komm, ich mach dir mal 1, 2 Songs und dann schauen wir mal, wo es hinführt. Ja. Und somit hat sich das so ermöglicht. Und dann haben wir uns Equipment geholt, haben uns zusammengetan, auch mit diesem Homie, wie gesagt, KG. Und dann haben wir noch 2 Jungs zusammen, also wir zu 4 dann. Und haben dann gesagt, komm, machen wir uns zu einer Crew. Und haben uns auch Rap Melody genannt, weil die waren ein bisschen Gesang mit Rap gemischt. Also der eine war Gesänger auch und wir auch so ein bisschen so R&B-Style noch, aber schon auch Rap eher. Und somit hat sich das dann so ergeben. Haben wir auch ein paar Songs produziert, war auch alles cool. Aber leider waren wir unreif, wie meist so. Haben wir auch viele Auftritte gehabt. Aber leider waren wir noch in einem unreifen Alter, wo jeder sehr impulsiv ist und sehr eigene Dinge macht, weißt du, ich meine so. Ja. Und plötzlich auch natürlich vielleicht mal irgendwelche Dramen sich ergeben leider. Und so hat sich irgendwie auseinander ein bisschen gelebt. Da haben wir auch gesagt, okay, lass mal das sein. Mit dem einen Homie von mir bin ich noch immer cool. Also ein Instagram Big Time G. Hier ein bisschen Werbung für ihn. Auf jeden Fall, mit dem bin ich noch immer am Rappen. Und der Rest, du hast Crews gehabt, ist halt auseinandergegangen. Ja, vielleicht kommen wir dazu sogar noch. Ich weiß nicht genau, vielleicht schauen wir, was du noch für so ja, für du hast so das ein oder andere Video mit, wie heißt der Charakter? Homie von dir, ja, mit genau, dem du Musik gemacht hast. Dann haben wir uns ja wieder getrennt mit den Jungs, stimmt. Und ich hatte auch parallel immer einen Homie bei mir. Also einen Homie, das ist, der heißt eben Charakter, Künstlername Charakter. Und den habe ich kennengelernt, wo er ein kleiner Scheißer war. Er war 14 und ich war schon 19. Also da war ich gerade da waren die Songs rausgekommen, die ersten paar, wo ich gesagt habe, die haben eingeschlagen. Und die hat er gehört und hat gesagt, hey, du bist doch der. Ich habe gesagt, ja, das bin ich. Er war auch von der Hood, aber ich hatte ihn nicht gesehen irgendwie vorher. Und er war richtig Hip-Hop gekleidet, so wie ich. Es waren damals nicht so viele Hip-Hop gekleidet, nur ich, mein Homie, wie gesagt, und auch er zufällig. Kandala natürlich auch, aber sonst hat man so echt wenige gesehen mit Hip-Hop-Kleidung. Der Rest war schon so einfach schon mit Markenkleidung und Champion, dies, das, aber halt nicht so Buffalos, nicht so oder Buffalos, aber nicht so wirklich Hip-Hop so. Wir haben so ein paar Marken und so gehabt und ein paar Geheimläden gefunden, haben es keinem gesagt und haben es einfach so für uns gehabt. Und ihn habe ich getroffen und zufällig und der hat halt gemeint, ich habe ein Studio am Start. Ich habe gesagt, zu der Zeit hatte ich auch nichts am Start und da dachte ich mir, der labert doch. 14 Jahre alt, was will er am Start haben, weißt du, ich meine. Und dann hat er mich halt zu sich eingeladen und siehe da, weißt du, da war ein krasses Studio am Start, richtig cool, so, ich meine, fürs Home-Studio war das schon sehr gut und für 14, man konnte was mit anfangen. Ja, ich war baff. Auch die Wände schön mit dunkelrote Dinge, so Bordeauxfarben und Ledercouch und so, man hat sich schon cool gefühlt. Und so haben wir begonnen dann. Und da waren es dann die langen Nächte, wo wir sogar noch irgendeinen Techniker zur Seite ziehen mussten und sagen mussten, hey Bro, wie geht das überhaupt, wie kann man dieses Mischpult anschließen? Bis ich später dann zu Deutsche Pop kam, habe ich dann dort einen Kurs gemacht und habe dann so langsam dann für uns gecheckt, wie der Hammer, wie sagt man? Wie der Hase läuft. Wie der Hase läuft, wo der Hammer hängt. Und so ist es dann weitergegangen. Hat sich entwickelt. Genau, er hatte dann sein Studio in Berg am Laim, ich hatte mein Homestudio bei mir in Neuperlach und wir haben halt schon hohe Qualität trotzdem gehabt für die Zeit. Und Leute wie Sass One und ein paar an der Seite gehabt, die uns auch immer das mal gemixt, gemastert oder Tipps gegeben haben. Somit waren wir auf einem guten Niveau. Auftrittmäßig haben wir auch richtig geknallt. War alles brutal auf jeden Fall. Ja, Digga, ich hab da auf jeden Fall live, bist du krass. Zu der Zeit, Dankeschön. Ich liebe das einfach und deswegen gebe ich eigentlich nur das zurück an die Leute, weißt du? So, deswegen finde ich, das live bei uns ist echt immer sehr kracht, weil wir sind authentisch, wir machen einfach das, was uns Spaß macht. Wir sind auch ohne Drogen auf der Bühne. Ich sage oft zu den Leuten, glaubt mir Leute, ich bin hier oben. Ihr würdet vielleicht euch was pfeifen sogar, um dieses Gefühl zu haben, was ich habe. Aber besser so, Digga. Aber ich bin, wenn ich auf die Bühne komme, sofort ist für mich... Ich war damals mit Babasat im Backstage bei einem Auftritt. Und der hat, glaube ich, sogar vertraglich, also das war mit Halunkenbande, Punch-Arroganz und so. Und der hat sogar vertraglich festgelegt in seinen Künstlerverträgen, dass die Leute bei Auftritten keine Drogen und keinen Alkohol trinken dürfen und so. Der ist halt besser, weißt du, was ich meine? Natürlich denkt man immer so, die alle junken ab, natürlich, weil die in Videos immer über Drogen reden und so, aber clean zu sein ist auf jeden Fall was Gutes, Digga. Wenn du eine auftrittst, wie gesagt, oder
man sagt ja eben, auftreten. Deswegen, du trittst ja in der Öffentlichkeit auf. Und das heißt, Ja. du wirst jemanden sehen, vielleicht wird es ein Jüngerer sein. Der ist 14 und hatte nicht so ein Bild von dir. Plötzlich ist das ein Halb-Junkie Ja. auf deinem Auftritt. Halb Das ist Junkie, nicht so halb gut. Vorbild, so. Deswegen eigentlich als so, finde ich, als Künstler und als Rapper oder als die wir sind, wir präsentieren uns ja der Öffentlichkeit und wollen ja so viele möglich, dass so viele uns wie möglich sehen, sollten wir eigentlich eine gute Rolle machen. Ja, Ehrlich nicht so gesagt. Kinder Natürlich haben beeinflussen. wir privat unsere Sachen, brauchen wir jetzt auch nicht eingehen, jeder für sich. Aber ich meine nur, also wenn wir dann auftreten, man sollte eigentlich ein ordentliches Auftreten zeigen, also auf jeden Fall, finde Ja, ich. man ist halt immer noch ein Vorbild. Weil es gibt schon in der Szene, du Viele weißt, Junkies. viele, die ehrlich gesagt das so verherrlichen, dass es nicht gut ist. Weißt du, hast ja mitbekommen, auch ein Trend war dann Kokainer am Ende. Es ist ja schön und gut, aber das geht nicht. Das, Viele labern noch nur, da Digga. darf Die reden irgendwie- alle das von darf einfach, Koks und das durfte dies, nicht aber passieren. die Ehrlich wissen alle gesagt, gar nichts. kein Hate, also an Miami Herzen oder so, du weißt, jeder hat den Song gefeiert, wir wissen alle, dass es künstlerisch auf einem coolen Level, auf einem guten Ding ist. Aber ich meine nur, die Jugend hätte das nicht so abbekommen dürfen, beziehungsweise die Kinder. Die sind ja 5 gewesen und haben Kokainer in- und auswendig gesungen. Ja, aber das ist auch Melodie gewesen, die cool ist. Natürlich, klar, deswegen sage ich aber Lass uns über das nächste Thema sprechen. Und zwar, du bist ja dann auch über deine Live-Auftritte auf einen Auftritt eingeladen worden von Großes K, von Kandala. Unter anderem war in diesem Auftritt Cashmo dabei, Genau. B-Tight war da, Oli Banyo war da. ja. Du hattest da, Ich habe es aber vergessen, Back Hast- to Roots oder Back to sowas in der Art hieß es. ja, B-Tight war der Headliner, Oli Banyo, die Stars, die waren alle auch dabei. Ja, hat mich gefreut, Veranstaltung, ja, das war eine gute Veranstaltung. auf jeden Veranstaltung Fall, von Slayer Entertainment, die das damals organisiert haben. Und da hast du ja. dann, Slay Entertainment, what's up? da hast du dann auch Cashmo kennengelernt. Da hast du auch, bist auch aufgetreten. Erzähl Ja. uns mal über den Auftritt und was da so abging. Ja, stimmt, ja, das war ein cooler Abend auf jeden Fall. Da waren wir eingeladen. Ich habe mich auch cool gefühlt, sehr wichtig gefühlt mit meinem Ausweis und stand Artist drauf. Backstage Pass. Genau, Backstage Pass und vor allem ja, weil diese Jungs eben da waren. Ich dachte mir, okay, cool, mit den Jungs, Cashmo, war ehrlich gesagt von den dreien, also unter Oli Banyo, B-Tight und Cashmo, war für mich das besondere Cashmo, für mich ihn zu treffen, weil ich hatte ihm schon mal eine Nachricht geschrieben und hatte ihn zu Herzen gelegt, wie schön ich das finde, dass es ihn gibt. Nachdem Tupac Oldschool-mäßigen tot ist, Sound. schau, wie wichtig das sogar für mich war eigentlich. Also er weiß vielleicht nicht mal die Wichtigkeit so zu schätzen, ehrlich gesagt, wie es mir eigentlich getaugt hat sogar, weißt du, ich meine, weil ich habe seitdem Tupac tot war, wenig Beats und Songs erlebt von einem Künstler, der das irgendwie mir in mein Herzen so bringen kann, bisschen wie Park. Mit dieser Energie oder mit dieser Liebe im Hintergrund. Wie soll ich sagen, das sind Straßensongs, aber es ist eine Liebe irgendwie da drinnen. So, weißt du, deswegen, das war das California Love für mich. Nicht den Song, sondern deswegen war ich so Tupac-Fan, weil er immer die Palmen, immer diese Liebe, immer Der dieses Ding. Vibe einfach. Genau. Diese ganze Und das Atmosphäre der das Songs. hat Cashmo geschafft, in mein Herz wieder zu bringen. So Der hat irgendwie. immer sehr, sehr und dann auch als 90s. Deutsche. So deutsche Hip-Hop und so. Macht ja bis heute diese 90s-Filme. Ja, genau. Und deswegen habe ich ihm dann eine fette Nachricht geschrieben, so einfach so als Dankeschön. Ich habe auch geschrieben, ich bin kein Fan oder so, ein kleines Kind oder so, aber ich bin ein Mann. Respekt. Ja, Mann, aber ich gebe dir richtige Props, dass du es als nach Park, weißt schon, wer schafft sowas für mich? Weißt du, ich meine, so, es gibt viele krasse Rapper, natürlich. Ich liebe auch alle anderen, viele krasse Rapper, auf Englisch auch und so, aber ich meine, da war sowas Spezielles da, was mich an Park erinnert hat. Er weiß selber, er wird seine Inspiration daraus haben. Ja. Er hat dich auch auf So die wie- Bühne geholt an dem Tag, oder? Ja, und deswegen war es für mich besonders, Cashmo zu treffen. Und deswegen war es für mich cool eben. Und dann hat er mich nicht mal auf die Bühne, warte, wie war das nochmal? Die Party war am Start, ich habe meinen Auftritt gemacht. Ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat, weil er war noch im Backstage-Bereich, hatte wahrscheinlich auch seinen eigenen Beef noch zu klären, die ganzen Sachen, wie es da immer abläuft, weißt du. Und dann hat er bei seinem Auftritt, ich hatte nur einen Song an dem Tag, aber er hat gekracht, also war geil, also Publikum, also die Leute sind auf jeden Fall abgegangen, es hat mir getaugt. Da haben auch die Veranstalter gemerkt, dass es bei mir schon gut ankommt. Also so, dass ich die Energie bringe und Kann so was. weiter. Ja, ich dachte mir, hoffentlich hat Cashmo das gesehen und der Rest auch, aber ich glaube nicht, dass sie gesehen haben. Deswegen habe ich danach auf jeden Fall mit ihm getalkt. Aber bei seinem Auftritt hat er jemanden auf die Bühne geholt. Und also jemanden aus München auf die Bühne geholt und hat gemeint, hier press mal was, irgendwie A Cappella oder so, 16 Bars oder so.
Und ich war aber da gerade nicht da. Ich war gerade irgendwie ums Eck und habe irgendwas gemacht. Und dann kam ich zurück und dann hat mein Homie KG eben gesagt, hey Bro, wo warst du? Cashmo hat jemanden auf die Bühne geholt. Und der hat völlig verkackt, ehrlich gesagt, weiß schon. Und das kann nicht für uns Münchner da so im Raum stehen bleiben, dass das München ist. Ich habe gesagt, alright man, ich mach das auf jeden Fall. Dann er war noch da auf der Bühne, haben wir ihn auf jeden Fall aufmerksam gemacht. Hat er gesagt, mein Homie wird dir nochmal ein paar pressen. 16 Bars und so. Er hat gesagt, okay, ich komme gleich. Da hat er mich halt eben auf die Bühne geholt. Ich schweife hier immer ein bisschen gerne aus. Ich bin der Erzähler, deswegen ich bin der Storyteller. Auf jeden Fall. Und hat er mich auf die Bühne geholt und war leider kein Beat da. Ich mag so A Cappella nicht unbedingt, aber ich habe dann auf jeden Fall ein paar Bars gepresst, hat ihm gefallen. Und da ich auch mich BA nenne, hat es ihn zurückgeändert an A-Team, das hat ihn auch Sympathie gemacht, hat gesagt, hier ist unser Künstler, der für die Oldschool-Leute, die noch A-Team kennen, hat gesagt BA und so weiter. Das ist von A-Team? Nein, nicht mal, das ist eigentlich meine Initialien. Das sind eigentlich meine Initialien BA, aber ich habe es dann ausgeschrieben extra, damit es nicht nur B.A. ist. Deswegen habe ich dann BA so geschrieben. Ja, und so ist es dann abgelaufen. Habe ich dann auf jeden Fall meinen Part gepresst, es hat ihm getaugt. Dann wollten wir ein bisschen miteinander noch Party machen gehen danach, ein bisschen Aftershow-mäßig in den Club gehen oder so. Ich hatte andere Pläne leider. Sorry, bro, habe ich ihm auch gesagt. Und ja, so ist der Abend erstmal vorbeigegangen. Und dann habe ich aber Feedback bekommen. Von den Veranstaltern habe ich Feedback bekommen, dass es ihm gefallen hatte. Und ich habe Feedback von Slay Entertainment. Also von den Veranstaltern selber auch noch, genau. Eben. Und dann haben sie mich auch eingeladen auf ein Gespräch eben. Und von einem zum nächsten kam es dazu, dass sie mich ein bisschen managen wollten. Also haben gesehen, ich habe keine Reichweite, aber Talent, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann haben sie mich auf jeden Fall mir ein bisschen unter die Arme gegriffen. An dieser Stelle ein Danke an Slay Entertainment auf jeden Fall. Und ja, jetzt sind wir so eine kleine Fam, sag ich mal. Und schauen mal, wo es hinführt auf jeden Fall. Dass wir uns auf jeden Fall ein bisschen gegenseitig pushen. Es ist jetzt kein Künstler-Labelvertrag oder so, dass ich sage, weiß schon, ich bin unter Vertrag irgendwo. Und so ist es nicht. Wir sind miteinander natürlich in einem Vertrag, dass wir uns natürlich auch rechtlich gegenseitig stützen können und so. Aber wie gesagt, ich bin frei, ich bin noch immer free. Ich bin auf jeden Fall noch ein unsigned Künstler. So haben sie gesagt, hey, wir wollen was aufbauen, der Typ ist cool, wir können mit dem arbeiten, wir können uns das vorstellen. Haben gesagt, hey, wir wollen jetzt mit ihm arbeiten, wir glauben, dass da was entstehen kann. Und dann hast du ja auch mit Slay Entertainment quasi im Rücken dich an deine ersten professionellen Singles gesetzt. Und hast dann jeden Tag gedroppt. Auch bei Cashmo auf dem Channel. Ja, genau, da hast du recht. Musikvideo direkt bei Cashmo. Erinnerst du mich sogar, weil jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich erstmal wieder dran, dass sogar da wieder mit Cashmo wieder sogar ein Ding kam, in eine Zusammenarbeit, weil er eben mich da erlebt hatte und gemeint hatte, ich fand's cool und ja, ich dropped es auf meinem Channel. Haben natürlich Slay Entertainment klar gemacht, weil die haben ihn ja auch da eingeladen und ist ja auch klar, so war der Draht da und das war dann für mich cool, dass ich eben das so easy hinbekommen habe, auch ohne irgendwie zu zahlen, sage ich jetzt mal, wenn man an dieser Stelle so sagen darf. Er war cool damit. Er hat dich supportet. Also hey, der ist cool. Das ist cool. Hat live gut gerappt, das fand ich cool. Wie gesagt, sehr, sehr ehrenhaft von ihm und cool. Auch wenn er es nicht gemacht hätte, hätte ich das ehrenhaft, weißt du, was ich meine. Aber dennoch war das für mich sehr cool. Und das hat auch einen guten Push gebracht, so kann man sagen. So, ich bin jetzt keine Ahnung, so wie gesagt, die Leute kennen mich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Deswegen so an Reichweite. Bist in so. München ein fresher Underground-Artist. Ja, also ich meine jetzt für München, ja, aber wenn man das vergleicht mit dem, was noch auf uns zukommen wird, woran ich glaube, woran ich fest glaube, dann sind wir doch dabei, dass mich noch keiner kennt. Das meine ich damit. Also 1000 oder 5000 Leute ist für mich jetzt noch nicht die Welt. Ich bin bescheiden, natürlich, ich freue mich über jeden Einzelnen. Ja, Streams und es ist ja wirklich auch so, ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der meine Musik hört. Es ist wirklich so. Ich habe gesehen, Digga, 39.000 Streams hat dein Ballin'-Song. Oder? Habe ich gestern gesehen auf Insta, ich weiß nicht. Ja, 39.000 Streams. Ich glaube, Ballin' hat am meisten jetzt gerade, ja. Ging ja, gell? Ballin' hast du dann auch gedreht zusammen mit Slay Entertainment? Genau. Ballin' haben wir gedreht als nächstes. Jeden Tag war so ein Street-Song. Erstmal, das, was ich bei Cashmo gedroppt habe, das ist auch wichtig zu sagen, weil es bei seinem Kanal ja auch um so, sei es also für die Straße, von der Straße für die Straße. Ja. Heißt es da. VDS
FDS oder wie auch immer, du weißt schon, VDS, FDS, Von genau, der Straße VDS, für von der die Straße Straße. für die Straße. Ja, ich weiß schon. So heißt diese Serie von ihm, in die er das released. Und Ja, ich kenne die und Serie. das ist eher aber- Street, so ein Street-Song. Ballin' haben wir dann produziert. Das war dann mehr so, ich würde sagen, nicht Kommerz, aber wir wollten schon so Richtung ein paar Frauen mit auf Bisschen das Ohr. happier. Genau, ein bisschen Mehr rhythmischer, Melodie drin, bisschen, so, ja. Genau, das habe ich dann mit Berapis produziert. Übrigens, genau, jeden Tag auch ein Shoutout an Ken Key an dieser Stelle. Mit dem habe ich das produziert, auf jeden Fall jeden Tag. Und mit Berapis habe ich dann Ballin' produziert. Und das war dann eben auch ein bisschen sommerlicher und der Clip war auch ein bisschen bunter und ein paar Ladies drinnen und meine Homies. Dann hast du drin. noch Dizzy produziert, auch eine neue Single, die jetzt rausgekommen ist. Genau. Und Deine letzte. Und dann danach kam Dizzy. Auch ein Song, ein paar der Monate knallt. danach, glaube ich, so jetzt. Also, Wieder ein bisschen härter so. ja genau, ich bediene immer gerne das Publikum, so verschiedenes Publikum. Es ist auch noch viel mehr, also ich habe noch lange nicht gezeigt, was ich für einen Umfang habe, für eine Dynamik habe. So, ich bin schon umfangreicher, also es wird noch in R&B, werde ich mich noch entfalten. Ich Also in werd- der Zukunft hast du dann auf jeden Fall noch ja, einiges also vor. auf jeden Fall. Aber bisher konnte ich halt Hast du- eben so ungefähr in diesem Bereich zeigen, so, weil du meinst, Dizzy bisschen härter, bisschen Trap-mäßiger. Genau. Bis jetzt Was- habe ich dann so ungefähr so schön immer wieder nacheinander alles bedient. Weißt, jeden Tag war so ein bisschen 90s-Style-mäßiger. Ballin' war so ein bisschen moderner und ein bisschen rhythmischer, wo man sagen kann, auch mit einem Vibe von 90s oder nicht 90s, aber so dieses 2000er, was wir hatten, finde ich zumindest. Aber auch mit so ein bisschen neuen, freshen Sound wie Tiger in der Art. Und ja, Mann, und Dizzy war eben ein bisschen trappiger und ein bisschen härter, ein bisschen schneller rappen, ein bisschen Druck, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und was hast du jetzt in der Zukunft vor? Hast du irgendwelche Features, irgendwelche Releases geplant? Ich habe im Februar, also also eine Single habe ich im Februar vor. Wir sind gerade noch so ein bisschen am Hin und Her, am überlegen, ob wir es nicht vielleicht doch im März droppen. Aber auf jeden Fall ist da eine Single am Start, weil ich noch 2 Features am Start habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Namen vielleicht sage oder nicht. Ich glaube, ich lasse die Namen aus. Aber es sind ein paar Jungs von Ambition Mosaik auf jeden Fall, würde ich mal sagen. An dieser Stelle auch ein Big Shoutout an Ambition Mosaik. Ich habe auch für die ein paar Videos gedreht, wenn ich so sagen darf, auch an dieser Für? Stelle. Ja, für die Jungs, weil ich meine gerade Ambition Mosaik, das sind gute Jungs, also Agro Picasso, Memo, also es Zani. sind Zani, viele sind da drin, also nicht so viele, aber es ist schon eine Fam, es ist auch ein Circle, weißt du, ich meine, also die sind auch stabil unter sich. Du weißt heutzutage, du nimmst viele auf und der Rest weiß schon, nutzt dich aus und geht, so sind Kommt die nicht. und geht, so ja. Die schauen Loyalität zu haben Family-mäßig. untereinander, ja. Und die waren cool zu mir, also wie gesagt, kooperativ. Wir haben miteinander kooperiert. Ich habe denen ein paar Videos gegeben und habe auch in der Zeit eben sind ein paar Features entstanden. Und wir sind cool auf jeden Fall. Ich mag die sind auch sehr ambitioniert eben und schauen auf jeden Fall in Zukunft das auch cool zu machen. Und meine eben beiden Features sind auch mit den Jungs separat und beide sehr stabil auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darauf, aber ich weiß eben nicht genau deren ganzen genauen Termin. So, ich denke mal auch im Februar, März und deswegen planen wir meine Single auch dementsprechend hin und her ein bisschen noch. Aber ich denke, das wird im Februar 2 bis 3 Songs vielleicht sogar erscheinen. Ohne viel Ist zu auf jeden sagen. Fall schon in der Ja, ich denke schon. So, in der Mache. Ja, auf jeden Fall halten wir euch den Februar schon bestimmt mindestens mit 1, 2 Songs parat. Und dann willst du ein Album machen, eine EP? Irgendwas geplant? Album, ja, also natürlich werde ich ein Album irgendwann machen, aber das ist so, wie man sagt, eben ein Album. Das wird dann so wie ein Fotoalbum, weißt du, von vielleicht Erinnerungen eben von der Kindheit, vielleicht geht es rüber bis hin zu meiner Zukunft. Und das wird ein großes Projekt, denke ich. Deswegen werde ich das, glaube ich, erst in 1, 2 Jahren bringen, weil ich es natürlich seit heute vielleicht, ab heute werde ich vielleicht schon anfangen an einem Album zu arbeiten, aber ihr werdet es wahrscheinlich erst in 2 Jahren vielleicht hören, weil es so ein großes Projekt wahrscheinlich werden wird, meiner Meinung nach. Der muss sich auch Zeit lassen. Ich Man macht denke Alben auch, nicht, ja. um sie hinzurotzen. Ich denke auch, ich weiß noch nicht genau mit eben, darüber mache ich mir noch gar keine Gedanken, aber also ich habe noch keinen Produzent oder irgendwas, wo ich denke, mit dem würde ich gern. Ich glaube, ich würde auch verschiedene nehmen, damit man verschiedene Passagen des Lebens beschreiben kann. Vielleicht können verschiedene Produzenten es gut so, weißt du, ich meine, so, dass dieses Ding bringen. Und das ist cool. Muss ja der Sound muss passen und so, alles muss stimmen. Hast Ich habe du aber, eine neue Single geplant? ich habe noch was, ein kleines Geschenkchen oder eine kleine
eine kleine Geheimwaffe noch im Gepäck. Ich verrate auch von mir aus, was ich meine. Ich hab einen Beat von Cashmo auf jeden Fall bekommen. Ich habe einen Beat von Cashmo, ein Kracher-Beat. Also ich würde denken, das ist Auch wieder so Oldschool-mäßig. $1 Million Beat auf jeden Fall. Ich sag nicht, weil ich nicht weiß, ich sag nicht, ob Oldschool oder New oder nicht. Man kennt ja Cashmo und seine Handschrift, aber das ist auf jeden Fall ein $1 Million Beat, auf jeden Fall so hört er sich an. Darauf freue ich mich, aber darauf, ich glaube, das werde ich euch noch ein bisschen zurückhalten. Also da brauchen wir ein bisschen gutes Wetter dafür noch. Und ich glaube, es wird erst im April und Mai soweit sein. Im Frühling, wenn es wieder Warum, wie warm auch wird. immer, warum, das sage ich dann noch. Und ja, Mann, das ist soweit so Ding. Und es ist halt so, ich bin über diese Zeit, bis ich jetzt 30 geworden bin, habe ich viel gelernt, also in Sachen für diese Produktion und also Tontechnik, wie gesagt, und so einen Scheiß habe ich gelernt eben. Also ich bin dann Engineering. wurde ich unser Produzent, also dann wurde ich irgendwann unser Videoproduzent, weil ich so 2-3 Jahre mich mit Videos beschäftigt habe. Alles self-made. So hat sich das auch ergeben, dass ich für die Jungs eben das gedreht habe, einfach für die Jungs Agro Picasso und so. Und ja, man, self-made, aber nicht, weil ich unbedingt so, keine Ahnung, irgendein Ego-Problem hat und so nicht will, dass ein anderer mir hilft, sondern eher wegen Kosten. Also vielleicht weißt du, wie teuer heutzutage alles ist. Ja, und so. Aufnahmen kosten Das Geld. konnten wir uns alles nicht leisten. Krasse Deswegen habe ich Videos gesagt, komm kosten Jungs, ich fange für euch an, alles zu lernen. Ich mache dies, ich mache das, ich mache dies. Deswegen habe ich jetzt alles gelernt. Und somit, also ich sprühe vor Kreativität. Das will ich damit sagen, weil es könnte jetzt sein, dass im Februar plötzlich ein neuer Song gedroppt wird. Warum? Weil ich selber Beats bastel auch. Das meine ich. Und So, daher ja. bin ich nicht abhängig. Wenn es Kann dich sein, packt. Genau, es kann sein, dass ich gerade mit einem Produzenten einen Song am Produzieren habe, der erst im März fertig ist, aber halt euch gleich was schenke, vielleicht heute Abend noch. Deswegen ist es cool bei mir, dass ich mein eigener Produzent bin oder mein eigener Mann. Und Independent. Nicht gebunden Ja, genau. an irgendjemanden. Genau, aber ich arbeite gerne auf jeden Fall auch mit anderen zusammen, also ich bin immer offen so für sowas, weil sowas macht auch Musik eigentlich aus. Hast du gerade eine Crew am Laufen? Oder Homies, mit denen du regelmäßig chillst Also und an deiner P6, Musik arbeitest? Ein Big Shoutout an my homie P6. Ja, er macht zum Beispiel was. Nach wie vor hat sich mein englisches Rap-Ding auch noch also weiterentwickelt. Ist ja klar gewesen, dass habe ich dann Englisch gelernt. Weiterhin habe ich Englisch gelernt, weiterhin habe ich englische Texte gerappt. Das heißt, ich habe ehrlich gesagt auch noch eine englische Ding vor für euch. Aber es dauert noch. Mal schauen, ob es überhaupt unter meinem BA sein wird oder ein anderes Pseudonym, aber das in Zukunft. Aber dieser P6, mein Homie, der macht eben schon auf Englisch, größtenteils. Also er gehört zu meiner Crew. Und mein Homie KG, aka Big Time G in Instagram, gehört zu meiner Crew, wie gesagt. KG droppt jetzt auch bald ein Video, habe ich gehört. Ja, Mann, genau. KG droppt ein Video sogar, also in diesem, ich glaube Februar wollte er es droppen. Wie heißt es? Benza wird es wohl heißen. Ich hoffe, ich dürfte es überhaupt verraten, aber es wird schon soweit so gut sein, denke ich. KG. Und ja, Mann, da habe ich das Video für ihn auf jeden Fall gedreht. Haben wir uns ein cooles Video zusammengeschnitten. Mit ihm zusammen habe ich sogar geschnitten und gesagt, was willst du nicht. Das ist der Vorteil, wenn man sein Homie ist. Wenn dein Homie ein Video da ist und dein eigener Videoproduzent ist, dann kannst du natürlich sagen, ich will das nicht, ich will das nicht. Ich bin da ein bisschen bescheidener, wenn jemand für mich schneidet, meine ich. Ich sage dann nicht so viel. Ja, wenn man selber am Schnitt, wenn man da selber einen Plan hat, dann ist es immer was anderes. Man weiß, was passiert. Deswegen Februar ist gefüllt auf jeden Fall. Februar ist viel los. Ich bin gerade mit Kanki und Better Piss auch an 2 neuen Singles. Vielleicht sogar 3 Singles sind es vielleicht sogar. Also zurzeit mache ich viel mit denen. Warum auch immer, also eigentlich kein Grund. Eigentlich, die sind einfach aktiv halt und haben mich halt auf jeden Fall dazu bewegt, dass ich mit denen jetzt gerade 2-3 Singles produziere. Und ja, Mann, also ich habe auf jeden Fall ein paar am Start. Ich habe auch, also um ein paar Namen zu nennen, Beat Baron ist auch einer meiner Homies. Beat Baron ist einer aus Berlin, also er wohnt hier, er lebt hier jetzt schon lange, aber er war früher aus Berlin und hat auch mit Beat Bunker und so irgendwie so ein paar Oldschool-Jungs und so weiter. Auf jeden Fall hat er auch schon viel gesagt das was, Erfahrung. aber ich habe gerade nichts. Ja, viel Erfahrung und viel Ding. Ihr könnt nachgoogeln, Beat Baron, ich glaube, ihr findet ihn überall so unter dem Namen. Der hat auch übrigens, der produziert auch Typhoon. Zum Beispiel, ich denke, ein paar kennen mehr Typhoon 089 anstatt seinen Produzenten vielleicht oder so. Er hat auch ein paar Sachen für Typhoon produziert, ich glaube sogar zurzeit die EP. Ja, der kommt auch bald, gell? Ansonsten, wir sind cool alle miteinander. Also, wie gesagt, also die Agro Picasso Jungs, mit denen bin ich cool.
Mit 089 bin ich cool, also Mike J, Undercover und all die Jungs, die sind mit mir aufgewachsen, also, wie gesagt, Shorty zurzeit zum Beispiel. Also man kann in der Zukunft auf jeden Fall mit dir rechnen. Und du gibst Gas. Du willst auf jeden Fall 2020 auf jeden Fall, nach wie vor. noch ein bisschen was rausfordern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwelche Informationen vergessen habe, aber ich denke, wie gesagt, also ich werde jetzt auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Ich habe Love-Songs am Start, Straßensongs am Start. Es wird auf jeden Fall bunt gemischt sein. Und ja, Mann, wenn du einer Videos oder so brauchst, je nachdem, also ich bin jetzt kein Video-Producing-Man, ich mache das eigentlich eher für Homies. Also brauchen sie mich eigentlich gar nicht unbedingt anschreiben, die Leute, jetzt bitte machen wir ein Video oder so. Aber ihr könnt euch gerne das Video anschauen von Agro Picasso Projektil, habe ich gemacht. Wie ist und, 2 andere auch noch, also seine ungefähr 3 vorletzten. Lass sie reden habe ich für ihn gemacht und bei Lambo habe ich ein bisschen gedreht und der Homie hat es dann selber geschnitten und so weiter. Also. Okay, fresh. Digga. So ist es so, ja, so viel zu dem. Ich glaube, Du bist auf jeden Fall aktiv. ja, also ich glaube, ich habe keine Informationen vergessen. So jeder Monat wird auf jeden Fall ausgefüllt sein, auf jeden Fall mit. Willst du noch irgendwas sagen? Was ich noch gerne von München eher erwarten würde oder so, sage ich mal, sind Auftritte und so, weißt du, ich meine? Also ehrlich gesagt läuft hier so wenig mit Auftritten. Ich meine jetzt nicht so kleine Bar-Auftritte, sondern sollen die Leute halt was auf die Beine stellen, weißt du? So, das ist das, was mir fehlt. Und so, ja. Ja, Mann, also wo auch Jüngere vielleicht sehen, so, oh hey, da geht's ja richtig ab und so. Es ist nicht nur dieses Studio-Lifestyle und dieses Studio-Life. Rappen ist mehr, weißt du, nicht nur dieses, ich gehe ins Studio und dann macht der Produzent, schneidet mir alles zusammen und so weiter. Das könnt ihr bei uns dann immer sehen, was live auf der Bühne abgeht. Das muss man auch drauf haben. Die Szene muss sich erst noch ein bisschen entwickeln, aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, glaube ich. Du bist auch am Start. Willst du noch irgendjemanden grüßen? Oder irgendjemanden? Das ist immer so schwer, wenn man plötzlich willst jemanden grüßen, weil man will gar nichts sagen, weil sonst vergisst man irgendjemanden und der andere sagt, hey, du hast ihn genannt und mich nicht. Also ich sag dir ehrlich, die mir zurzeit am meisten Liebe schenken, also ich meine nächsten, ganz nächsten, ich habe meinen Kreis sehr verkleinert, deswegen, die wissen, dass ich an sie denke. P6 und Big Time G sind meine Dogs. Natürlich da noch viele andere, aber ich kann leider nicht anfangen irgendwie zu grüßen, weil sonst werden sich alle beschweren. Ich grüße meine Mama. Hallo Mom, ich bin im Fernsehen. Spaß. Ansonsten, ja, das ist alles, Bro. Soweit zu dem. Cool, dass ihr mich eingeladen habt. Also ich meine, wie gesagt, es ist ein feines Interview hier. Es ist nicht so irgendwie so 0815 Shit, hätte man gesehen, was hier alles aufgebaut ist. Wie gesagt, was man leider nicht alles filmen kann. Dann würde man schon sagen, nicht schlecht. Ich freue mich auf die nächsten Interviews, wenn das so weiterläuft. Ihr habt gesagt, es wird ein neues Format sein, oder? Ja, wir machen Artist Talk jetzt als neues Hip-Hop-Format, unter anderem in München. Ja. Und Digga, geil, dass du mein Gast warst, auf jeden Fall. Ich fand's cool auf jeden Fall. Soundstar Studios, big Shoutout hier. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Überall läuft irgendwas. 30 Überall Kameras. bin ich auf irgendeinem Monitor, man. Hier ist nochmal das Logo, Soundstar Studios, vielleicht für den Man mit dem Gimbal. Kann er nochmal da filmen, für die Leute, die zuschauen. Prival. Ja, man, damit sie auch sehen. Und ja, man, big Shoutout an Prival auch, auf jeden Fall. Und die Jungs, die hier arbeiten, big Shoutout an dich selbst. Big up to you, man. Coole Sache, ja. Viel Erfolg, Digga. Peace out, Jungs. Jo Leute, das war die zweite Folge von Artist Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen oben da, macht eine Bewertung, schreibt einen Kommentar, abonniert den Channel, checkt auf Instagram BEEAY Music. Auf jeden Fall nicer Typ. Wir hoffen auf neue Mucke. Checkt Soundstar Studios auf Instagram und so weiter. Checkt mich auf Instagram. Checkt Prival auf Instagram. Geht auf Instagram. Peace.